Mitten im Herzen des Rheinischen Reviers liegt ein Ort, der eine überraschende Wende erlebt hat: Morschenich. Ursprünglich zum Abriss bestimmt, sollte das Dorf dem Tagebau Hambach weichen, wie viele andere Orte in der Region. Doch heute ist Morschenich ein Sinnbild dafür, dass nicht jedes Schicksal in Stein gemeißelt ist. Verlassene Straßen, verbarrikadierte Häuser und eine fast gespenstische Stille zeugen davon, wie nah der Abriss war. Doch eine dramatische Entscheidung hat alles verändert. Was ist noch übrig von Morschenich? Und was bringt die Zukunft für dieses einst verlorene Dorf? Lasst uns gemeinsam die Geschichte von Morschenich erkunden. Ja, während wir gerade hier so spazieren gegangen sind und uns das Ganze angeschaut haben, ist auch schon der Wachschutz bei uns vorbeigefahren. Das Ganze wird offenbar nämlich noch richtig hier patrouilliert, denn sehr viele Gebäude von diesem Ort sind nämlich aufgegeben worden, sehen eigentlich noch teilweise sehr, sehr gut aus. Also, ich würde mal sagen, das eine oder andere Haus würde ich wohl auch nehmen wollen. Ne? Von manchen Häusern, da denkt man wirklich, die sind verlassen, da kommt dann welche raus. Oder siehst du Leute oder Licht drin, keine Ahnung. Das ist sehr unterschiedlich hier. Die einen sehen echt sehr verlassen aus, sind es aber nicht. Die anderen sehen noch sehr gepflegt aus. Da wohnt dann aber keiner mehr drin, weil sie verscheucht wurden im Prinzip. Ne? Schon echt heftig. Also wer das Video letzte Mal nicht gesehen hat, wir haben ein ähnliches Geisterdorf vor kurzem besucht. Das werden wir euch auch nochmal hier oben irgendwo verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Dort wohnen auch nur noch wenige Menschen, aber die Leute, die dort noch wohnen, die müssen auf jeden Fall halt ihr Zuhause bald verlassen. Die Menschen, die jetzt hier noch bleiben, die können auch bleiben, ne? Denn hier gab es halt eigentlich geschichtlich eine ganz dramatische Wende in dieser Geschichte von diesem Ort. Was eigentlich schon echt traurig und ärgerlich zugleich ist. Ne? Das stimmt. Eigentlich ein schönes Happy End. Ja. Aber letztendlich für die Leute, die schon weg sind. Genau. Ja. Was genau hier passiert ist, das erklären wir euch jetzt mal ganz kurz. Morschenich kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Seit dem Mittelalter war es ein kleiner, aber lebendiger Ort, eingebettet in die fruchtbaren Landschaften des Rheinlandes. Die Dorfbewohner lebten von der Landwirtschaft. Später wurde es zu einem ruhigen Wohnort für Pendler. Die St. Lambertuskirche, das Herzstück des Ortes, zeugte von der tiefen Verbundenheit der Gemeinde. Doch im 20. Jahrhundert rückte der Tagebau immer näher. Mit der Eröffnung des Tagebaus Hambach 1978 wurde klar, dass Morschenich nicht sicher war. Die Braunkohle unter der Erde sollte eines Tages abgebaut werden. Ein Schicksal, das über Jahrzehnte die Zukunft des Dorfes bedrohte. Offiziell begann die Umsiedlung von Morschenich im Jahr 2015. RWE hatte die Pläne für den Abriss des Dorfes festgelegt und viele Bewohner zogen in den neu gebauten Ort Morschenich neu um. Ganze Straßenzüge wurden verlassen, die Häuser verbarrikadiert. Der Abriss der ersten Gebäude begann 2016 und der Großteil des Dorfes war bis 2020 menschenleer. Doch während die Bagger bereitstanden, kam eine überraschende Wende. Der Hambacher Forst, ein benachbartes Waldstück, wurde zum Symbol für den Widerstand gegen den Braunkohleabbau. Proteste und die wachsende Aufmerksamkeit für den Klimaschutz führten dazu, dass die Abrisspläne für Morschenich gestoppt wurden. Es sind Black Weeks und bei unserem Partner Holy könnt ihr den Holy Truck gewinnen. Das ist ein ehemaliger Feuerwehrtruck, der ausgebaut ist zu einem Camper. Ein absolut geiles Teil, das sage ich euch. Und das könnt ihr wirklich komplett gewinnen, also nicht nur für eine Woche oder zwei, wenn man mal in den Urlaub will. Nein, diesen Truck kann man wirklich komplett gewinnen. Und wie man den gewinnen kann, ist wirklich sehr, sehr einfach, denn wenn man bei Holy einkauft, im Wert von 10 Euro bekommt man ein Los in den Lostopf reingeschmissen, bei 20 Euro 2, bei 30 3 und so weiter und so fort. Und es gibt viele Gründe gerade bei Holy zu bestellen. Holy hat aktuell eine neue Sorte und zwar Frosty Fox und gleich 3 Sorten feiern ihr Comeback. Frosty Fox ist Energy und schmeckt wie Eisbonbon. Das hier ist auch eine Energy-Sorte, die schmeckt nach Waldmeister. Das hier ist eine ganz, ganz geile Energy-Sorte vom Geschmack. Das schmeckt nämlich nach Bubblegum. Das hier ist eine Eistee-Sorte, die wirklich einen sehr außergewöhnlichen Geschmack hat. Und zwar Doppelapfel-Shisha. Also für alle, die Shisha mögen, wird das auf jeden Fall die perfekte Sorte sein. Weil das schmeckt nämlich wirklich 1:1 so, wenn man eine Shisha raucht mit Apfel drin. 1A, der gleiche Geschmack. Für alle, die Holy noch nicht kennen, Holy bietet Energy Drinks, Hydration Drinks und Eistee und das Ganze ohne Zucker.
Und passend zur Black Week gibt es ein super geiles Angebot, um Holy einfach mal zu testen. Und zwar das Starter-Set Deluxe, wo wirklich alles drin ist. Iced Tea, Energy, Hydration und den schwarzen Shaker für nur 34,99 €, wenn ihr hier diesen Code benutzt. Und zwar für Neukunden LOST5. Und wer schon bereits bei Holy bestellt hat, der kann den Code LOST einfach nutzen, um nochmal 10% auf die gesamte Bestellung zu sparen. Und das Geile ist, wie gesagt, pro 10 € ein Los für diesen super geilen Holy Truck. Die Black Weeks dauern bei Holy noch bis zum 2.12.2024, 16 Uhr. Den Link zur Aktion findet ihr in der Videobeschreibung und als angepinnten Kommentar. Nicht vergessen, unseren Code zu nutzen, um maximal als Neukunde zu sparen. Und jetzt geht's weiter mit der Erkundung. Also uns ist auf jeden Fall gerade aufgefallen, dass man echt aufpassen muss, was man hier filmt und was nicht. Weil ja, hier sieht man ja auf jeden Fall, dass es verlassen ist. Bei anderen Häusern wiederum sieht man es irgendwie überhaupt nicht. Ne? Hatte ich ja gerade schon mal erwähnt. Das ist echt schon kurios. Ne? Ja, sehr starker Kontrast letztendlich. Ja. Ne? Hier sieht man halt auch, es ist einfach aufgegeben worden. Ja? Bretter, da oben sogar zugemauert worden. Ja? Ja, das sieht auf jeden Fall sehr verlassen aus, das Ganze. Das ist auch verlassen, ja. Komplettes Wohnhaus. Daneben dran ein Mehrfamilienhaus, auch komplett verlassen. Ne? Also wirklich super interessant. Wir haben auch mal so ein bisschen überlegt, wenn man immer mal jetzt ein bisschen weiter schaut in die Zukunft. Ne? Da, wo jetzt der Tagebau ist, da wird ja später, ich glaube, der zweitgrößte See Deutschlands entstehen. Und in ein paar Jahrzehnten könnte die Region hier, die ganzen Ortschaften, die übrig geblieben sind, ja auch wirklich schöne Stellen sein, wo man halt auch Urlaub machen kann. Ne? Ich sag mal so Ferienwohnungen, Ferienhäuser, wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt. Ne? Man sieht übrigens hier, der Ort heißt ja jetzt Bürgewald, hieß ja vorher Morschenich. Und dort drüben sieht man noch Morschenich-Kirche. Da war offenbar so eine Bushaltestelle gewesen. Plötzlich kam ein Anwohner auf uns zugelaufen, der ziemlich wütend über unsere Aufnahmen war. Ich hab euer Kennzeichen. Wir sind hier, kein Freiwild. Hier wird nicht gefilmt. Jetzt wurden wir gerade richtig, man muss sagen, aggressiv angeschrien von einem Anwohner hier, der das jetzt nicht so toll findet mit dem Film. Ist das, was wir halt gerade schon gesagt haben. Man muss natürlich echt ein bisschen aufpassen, was filmt man jetzt hier und was filmt man nicht, weil da drüben wohnen ja Leute direkt neben verlassenen Gebäuden und ich glaube, die sind halt auch mittlerweile sehr, sehr sensibel, wenn es darum geht. Ja, aber deswegen muss man jetzt nicht alle Leute, die hier sind, irgendwie blöd anmachen oder sonst irgendwas. Wir sind da überhaupt nicht gewesen, in der, wo er meint, dass wir da irgendwie gefilmt hätten oder schon gar nicht irgendwelche Personen, die hier rumlaufen. Das ist Quatsch. Nee, also wir sind halt langsam mal gerade dran vorbeigefahren, um uns das alles anzuschauen. Natürlich, ist klar. Aber ja, gut, man muss halt auch ganz ehrlich sagen, das geht ja für die Leute hier schon jahrelang so, dass natürlich halt das ein Geisterdorf geworden ist und dementsprechend viele Menschen natürlich halt auch filmen. Und teilweise kann man natürlich dann auch seinen Unmut verstehen. Aber gut, er kam auch direkt auf uns zu, hat uns da angebrüllt, hat gar nicht normal mit uns gesprochen. Hätte man ja auch einfach sachlich sagen können. Ich möchte nicht gefilmt werden, bitte. Ja, ne? Genau. Darauf achten. Wäre auch in Ordnung gewesen. Also wie gesagt, wir haben es ja auch gar nicht gefilmt. Also von daher totaler Quatsch. Es ist halt immer so zwei Seiten der Medaille. Einerseits kann man es verstehen, andererseits kann man es auch vernünftig sagen. Ne? Das ist schwierig. Ja. Ich finde dieses Haus echt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ne? Schaut mal, das sieht doch echt richtig, richtig gut noch aus. Von der Bausubstanz her. Aber leider Gottes verlassen. Ne? Hier ist die Kirche von dem Ort. Wie man sieht, der Turm der Kirche ist umgeben mit so einem Baugerüst. Betreten der Baustelle ist verboten. Hier war auch offenbar ein Friedhof dahinter. Das sieht auf den ersten Blick jetzt so aus, als wenn die Kirche noch hier stehen würde und noch im guten Zustand wäre. Von der anderen Seite hatte ich aber gerade schon gesehen, dass nur noch der Turm steht
Und die Fassade, das Dach fehlt mittlerweile schon komplett. Das ist auf jeden Fall eine super facettenreiche Erkundung hier, das kann ich euch sagen. Sehr, sehr groß, diese Ortschaft hier, muss man doch ganz ehrlich sagen. Hätte ich jetzt deutlich kleiner erwartet und einfach komplett bunt gemischt. Ne? Hier hinter mir, man sieht es ja ganz gut, wieder ein Gebäude, was verlassen ist. Dort drüben verlassenes Gebäude, links neben mir verlassenes Gebäude, vor mir ein verlassenes Gebäude. Ja, aber trotzdem doch teilweise bewohnte Gebäude, entweder wieder bewohnte Gebäude oder immer noch bewohnte Gebäude. Schon echt krass, also wirklich richtig, richtig Wahnsinn, sowas so zu sehen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich noch jetzt hier wohnen wollen würde oder doch hier wieder wohnen wollen würde, so rum. Weil, ja, so zwischen diesen ganzen verlassenen Gebäuden ist schon echt eigenartig, ne? Und das eigentliche Dorfleben, würde ich einfach mal jetzt so sagen, wurde ja eigentlich schon aufgegeben, ne? Und wirklich viele Menschen wohnen ja hier leider Gottes auch nicht mehr. Die endgültige Rettung kam mit dem vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohlestromversorgung in Deutschland. Im Frühjahr 2021 fiel die Entscheidung, Morschenich nicht mehr wie geplant abzubaggern. Stattdessen kaufte die Gemeinde Merzenich das Dorf, das mittlerweile unter dem Namen Bürgewald bekannt ist, für 36,8 Millionen Euro vom Energiekonzern RWE zurück. Die Umbenennung von Morschenich Alt in Bürgewald im Jahr 2024 steht symbolisch für den Neuanfang. Der neue Name verweist auf das historische Waldgebiet Bürgewald, das einst die umliegenden Gemeinden prägte. Mit diesem Schritt möchte die Gemeinde Merzenich nicht nur eine Verbindung zur Geschichte schaffen, sondern auch einen zukunftsorientierten Wandel signalisieren. Finanziert wurde der Kauf überwiegend durch Mittel des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Investitionsgesetzes Kohleregion. Der Eigenanteil der Gemeinde Merzenich betrug rund 920.000 Euro. Dieser Rückerwerb markiert einen einmaligen Vorgang in der Region, ein Schritt, der den Weg auf eine neue Zukunft des Ortes ebnet. Ich bin jetzt hier gerade, ich glaube hier ist oder war der Friedhof. Da hängen zumindest noch ein paar Gießkannen. Das muss ich mir erstmal mal genauer ansehen. Auf jeden Fall ist da drüben die Kirche. Ich glaube, man kann auch von hier noch mal ganz gut sehen, dass nur noch die Mauern stehen, das Dach komplett weg ist. Also es sieht für mich definitiv so aus, als ob hier mal ein kleiner Friedhof vielleicht war. Aber hier sind keinerlei Grabsteine mehr zu sehen. Ist offenbar halt alles entfernt worden, im Zuge dessen, dass halt die Ortschaft eigentlich aufgegeben wurde. Wie ich bereits vor Ort vermutete, fand hier eine Umbettung der Gräber statt. Spuren vom Vandalismus, hier sind ein paar Scheibenelemente eingeschlagen worden, wie man sieht. Hier haben sie auch nochmal Steine vorgestellt, dass man hier nicht rein kann. Wir können ja mal so ein bisschen reinschauen. Das sieht für mich aus wie so eine, sieht für mich auf den ersten Blick so aus wie so eine Trauerhalle, ne? Vielleicht könnte man hier Abschied von seinen Liebsten noch mal nehmen. Hier hängen noch die Gießkannen. So dieses Einkaufswagenprinzip, ne? Münze rein als Pfand und dann hast du eine Gießkanne bekommen zum Gießen von dem Grab, was dann halt da hinten vermutlich mal war. Sieht aber auf jeden Fall gepflegt aus, ne? Der Rasen ist hier gemäht worden, Hecke ist auf jeden Fall geschnitten worden. Und die Wege sind auf jeden Fall vom Unkraut befreit. Ne? Es ist jetzt nicht so wirklich, dass man sagen kann, der Kirchenbereich hier ist stark verwildert. Das ist auf jeden Fall hier nicht der Fall. Hier ist auch alles verlassen. Alles verlassen. Ultra krass. Schaut euch das an.
Alles verlassen. Und leider Gottes waren hier auch schon ein paar Idioten zum Sprayen da. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das hier ist ein Ort, den möchte ich mir unbedingt noch mal in einigen Jahren angucken. Vielleicht in 5 Jahren das erste Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre später. Das wird sich hier so krass wahrscheinlich verändert haben in der Zeit. Ich würde mal schätzen, wenn man in 5 Jahren noch mal hier hinfährt, ist hier schon wieder richtig Leben. Also wirklich. Vielleicht noch vereinzelt ein paar Häuser, die verlassen sind. Aber ich würde mal vermuten, dass hier in 5 bis 10 Jahren wieder richtig das Leben einkehrt. Heute zeigt sich Morschenich in einem Übergangszustand. Viele Häuser stehen leer und einige sind noch immer verbarrikadiert. Von den 129 Häusern sind viele in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Sportanlagen und Spielplätze sind unbenutzbar, das Feuerwehrgerätehaus steht leer und Supermärkte sowie Geschäfte für die Nahversorgung gibt es nicht mehr. Die gesamte Infrastruktur muss von Grund auf erneuert werden. Eine enorme Herausforderung. Die Ortsmitte soll zu neuem Leben erwachen. Die St. Lambertuskirche, die im Jahr 2023 bei einem Feuer fast vollständig zerstört wurde, wird wieder aufgebaut und soll zu einem Ort der Begegnung werden. Nach dem Ende des Tagebaus im Jahr 2029 wird sich Bürgerwald in den folgenden 20 Jahren in Richtung des geplanten Hambacher Sees öffnen. Die Gemeinde Merzenich plant, das Dorf zu einem Ort der Zukunft zu entwickeln. Nachhaltig, klimaschonend und ressourcensparend. Schaut euch mal das Haus an, ne? Das sieht doch auch richtig, richtig klasse aus, ne? Also wer würde nicht in so einem schönen Haus wohnen wollen? Sehr, sehr schön. Schön großer Garten. Da vorne Garage. Sehr, sehr schön. Mann, Mann, Mann. So ein schönes Haus, ne? Das sieht auch noch richtig, richtig gut aus, finde ich, oder? Das Dach. Die haben hier richtig schön gewohnt, ne? Schön so am Ende der Straße. Drüben der Ortskern. Hier eine schöne Wiese. Hier hinter auch Wiese. Echt richtig schick, ey. Wenn man mal hier weiter schaut. Das Haus da drüben sieht für mich auch verlassen aus. Ich würde mal vermuten, dass hier alles eigentlich verlassen ist. Auf das, was man hier gerade blickt. Für mich ist es echt super krass, das Ganze hier so zu sehen, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Aber spinnen wir einfach mal so ein kleines Szenario durch. Die Menschen, die zum Beispiel in diesem Haus gelebt haben, die wussten, okay, dann und dann wird es bald soweit sein, wir müssen unser Zuhause verlassen. Vermutlich gab es dann halt so ein Angebot, Umsiedlung in die neue Ortschaft, ein Haus, Geld, ich weiß gar nicht genau, wie das abläuft. Und man ist dann halt gegangen, man hat sein Zuhause verlassen. Vielleicht hat man das Haus auch mal gebaut oder vielleicht von den Eltern geerbt. Und man ist dann halt woanders hingezogen. Und jetzt kommst du hier wieder hin und du siehst einfach, wie dein Zuhause aussieht. Richtig heftig, ey. Also ich bin schon echt sprachlos, wenn ich hier so durchlaufe. Das sieht so apokalyptisch aus, ne? Teilweise sind die Gebäude so krass. Ja, schon demoliert. Das ist richtig apokalyptisches Feeling hier, wirklich. Das ist so, als wenn hier irgendwie endzeitmäßig irgendwas passiert wäre. Alle Menschen mussten fliehen, mussten alles so zurücklassen. Ja, es wird mittlerweile schon wieder dunkel. Wir sind jetzt noch auf dem Weg zum Aussichtspunkt von dem Tagebau-Abbaugebiet hier. Das würden wir uns nämlich auch noch ganz gerne noch mal anschauen. Wir haben ja jetzt schon von diversen Seiten so ein bisschen einen Einblick bekommen, aber hier gibt es eine Aussichtsplattform und da soll man wohl ganz, ganz gut sich einen Überblick von dem Ganzen verschaffen können. Bin ich mal gespannt.
Morschenich erzählt eine Geschichte von Verlust und Widerstand. Zwischen den verlassenen Straßen und verbarrikadierten Gebäuden keimt eine neue Möglichkeit auf. Ehemalige Bewohner können durch das Erbbaurecht in ihre alten Häuser zurückkehren. Dabei bleibt das Eigentum an den Grundstücken bei der Gemeinde Merzenich, die durch langfristige Erbpachtverträge nicht nur Einnahmen sichern, sondern auch die Wiederbelebung des Dorfes fördern möchte. Diese Lösung bietet den Menschen die Chance, ihre frühere Heimat wieder zu beziehen und aktiv an der Zukunft von Bürgerwald mitzuwirken. Der Erhalt des Dorfes zeigt, dass selbst ein scheinbar verlorener Ort einen neuen Anfang finden kann. Die Geschichte von Morschenich ist noch lange nicht vorbei. So Leute, wir sind am Ende angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne noch ein Like da, schreibt weiter unten einen Kommentar und ein Abo nicht vergessen für weitere solcher Videos. Und dann sehen wir uns bald wieder und bis dahin. Ciao, ciao.